Liebe Freunde, wenn man sich anschaut, was auf unserer Erde so alles geschieht, dann könnte man wirklich zu dem Schluss kommen, wir leben in dunklen Zeiten. Bruno Gröning hat allerdings gesagt, die Zeiten sind immer gleich gut, nur nicht die Menschen. Von daher will ich lieber sagen, wir leben in einer verrückten Welt. Und verrückt, wirklich wörtlich genommen, weggerückt von der göttlichen Ordnung. Von der göttlichen Ordnung hat Bruno Gröning immer und immer wieder gesprochen. Was ist die göttliche Ordnung? So habe ich jedenfalls Bruno Gröning verstanden, wenn wir Menschen nach Gottes Gesetzen leben würden, wenn wir der Bestimmung Gottes folgen würden, wenn wir das umsetzen, was er für seine Kinder bestimmt hat. Dann hätten wir die göttliche Ordnung, man könnte auch sagen, ein Paradies auf Erden. Doch leider waren wir davon offensichtlich weit entfernt. Bruno Gröning ist einmal gefragt worden, ob es in den letzten 2000 Jahren auf dieser Erde mit uns Menschen besser geworden sei. Und er hat ganz deutlich gesagt, besser? Es ist alles viel schlimmer geworden. Wenn man nur einmal darüber nachdenkt, dass es auf diesem Planeten Erde 2 Weltkriege gegeben hat, dann kann man diese Worte Bruno Grönings sehr gut nachvollziehen. Und es gibt so vieles mehr an Bösem, was auf dieser Erde geschehen ist und geschieht. Das heißt, wir waren offensichtlich weit entfernt von dieser göttlichen Ordnung. Manche fragen sich dann auch, warum greift Gott nicht einmal ein? Wo ist er? Diese Fragen höre ich immer wieder, aber gleichzeitig wollen diese Menschen frei sein. Und liebe Freunde, wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir auch akzeptieren, wenn wir etwas entgegengesetzt machen zu den göttlichen Geboten, dass dann eben auch Konsequenzen geschehen. Wenn es so wäre, wenn wir etwas falsch tun und wir direkt jedes Mal bestraft würden, wenn jemand da wäre, der direkt sagen würde, so geht das aber nicht, dann würden wir nicht aus Freiheit handeln. Wenn es so wäre, dass wir auf Gutsein programmiert wären, wie ein Roboter, auch dann wären wir keine wirklichen freien Wesen und hätten keinen wirklichen freien Willen. Für mich ist es das größte Geschenk. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich ein freies Wesen sein darf. Dass ich mich freiwillig dazu entscheiden darf, seinen Gesetzen zu folgen. Dass ich mich überzeugen darf, dass er Recht hat, dass er weise ist, dass er Spielregeln für diese Schöpfung hat, für dieses Leben, die perfekt sind. Aber ich darf es freiwillig. Und von daher ist es einfach so, dass wir Menschen dann auch damit leben müssen, wenn wir uns weit von dieser göttlichen Ordnung entfernen, dass es Konsequenzen hat. Ich sage mal, das ist das Gleiche, wenn jemand sehr viel raucht, wie ein Schlot, und bekommt irgendwann mit der Lunge Probleme. Da kann man auch nicht sagen, da ist der liebe Gott daran schuld oder das war Zufall. Manchmal kennt man die Zusammenhänge nicht, aber es heißt nicht, dass es sie nicht geben würde. Das Gesetz Ursache und Wirkung, das immer und immer wieder tätig ist. Das heißt, Gott bleibt sich treu. Dass er nicht einfach eingreift, dass er uns nicht bestraft. Gott straft sowieso nicht, das hat Bruno Gröning uns immer und immer wieder erklärt, dass er unseren freien Willen wirklich achtet. Aber er lässt uns nicht allein, liebe Freunde. Er ist nicht untätig. Gott ist immer tätig für das Gute. Er ist das Gute. Er ist die Liebe. Und so hat er in all den Jahrtausenden immer und immer wieder alles gemacht, dass wir Menschen umkehren, dass wir Menschen zurückkehren in diese göttliche Ordnung. Und das Schönste,
für mich, dass er vor 2000 Jahren, wie man sagt, seinen Sohn zu uns gesandt hat, Jesus Christus, der uns im Grunde genommen alles gelehrt hat, was wir Menschen tun sollten, um in diese göttliche Ordnung zurückzufinden. Er kannte die Gesetze seines Vaters. Er wusste, was richtig und was falsch ist und hat bis zum letzten Atemzug dafür eingestanden. Er hat alles gegeben, den Weg der Liebe aufzuzeigen, den Weg uns zu zeigen, den wir alle gehen sollten. Doch leider wurde er zum guten Schluss ans Kreuz genagelt. Leider sind viele Menschen ihm einfach nicht gefolgt bis zum heutigen Tag. Aber Gott ist nicht untätig. Er hat uns Propheten geschickt. Er ruft an den Gnadenorten in Lourdes, Fatima und so weiter durch Erscheinungen die Menschen auch auf. Kehrt um, geht einen anderen Weg, geht den guten, den göttlichen Weg. Er hat uns spirituelle Meister geschickt, große Helfer. Das heißt, man kann ihm wirklich nur dankbar sein, aufgrund seiner großen Liebe, dass er uns nie alleine gelassen hat. Und das spüre ich jeden Tag, er lässt uns nicht alleine. Aber, liebe Freunde, bei all den vielen Helfern, die er uns geschickt hat, sollten wir eines beachten, dass man den Helfer nicht über Gott stellt. Und das soll das Thema meines heutigen Vortrags sein, den Helfer nicht über Gott stellen. Und das geschieht sehr oft. Das ist mir in verschiedenen spirituellen Bewegungen aufgefallen, in Religionen aufgefallen, dass oftmals der Wahrheitsbringer, so will ich es einfach mal sagen, irgendwann mehr Bedeutsamkeit bekam als Gott selbst. Obwohl diese Helfer es nie wollen, aber der Mensch leider so handelt. Und ehrlich gesagt ist das auch, das ist mir oft aufgefallen, bei Bruno Gröning-Freunden so. Ich will mich jetzt wahrlich hier nicht als ein Moralprediger hinstellen. Ich beobachte nur und höre gut zu. Und wenn ich dann höre, dass Freunde immer und immer wieder sagen, Bruno Gröning-Freunde, ja, der Bruno hat mir geholfen, der Bruno hat mich geschützt, der Bruno hat mich geheilt, der Bruno hat das und das geführt und so weiter, dann frage ich mich ja, wo bleibt Gott? Ist es nicht Gott, der uns führt? Ist es nicht Gott, der uns heilt? Ist es nicht Gott, der uns lenkt, der das Gute alles tut? Bruno Gröning hat darauf hingewiesen. Er hat ganz klar gesagt, ich bin nichts, der Herrgott ist alles. Und ich möchte an dieser Stelle ein paar andere Zitate vorlesen, was er noch gesagt hat, um deutlich zu machen, wie sein Verhältnis zu Gott ist. Ich habe nicht die Absicht gehabt, mich so emporzuheben. Nein, ich wurde erst von kranken Menschen herausgehoben. Ich will nicht von einem einzigen meiner Mitmenschen verherrlicht werden. Ich bin nicht Gott, sondern nur göttlich, wie jeder meiner Mitmenschen. Und mich nicht anhimmeln. Himmeln wir Gott an, beten wir zu ihm, bitten wir ihn und glauben wir, dass er uns das Gute geben wird. Ich stelle nur die Verbindung her. Ich bin nur ein kleines, winziges Werkzeug Gottes. Liebe Freunde, man könnte viele weitere Zitate von Bruno Gröning bringen und stellt fest, dass er immer wieder auf Gott hingewiesen hat. Und da ist etwas aus dem Lot gekommen, da ist etwas aus der Balance gekommen, nach meiner Überzeugung. Ich bin übrigens auch irritiert, wenn mich Freunde fragen, zu wem beten sie, Herr Busse? Zu Jesus, zu Bruno Gröning, zu einem Erzengel, zu einem Heiligen oder wen auch immer. Und ich gebe immer die gleiche Antwort. Ich bete zu Gott. Er ist mein Vater. Er ist der Schöpfer von allem. Manchmal sage ich auch, er ist der Chef. Von ihm geht alles aus. Also bete ich zu ihm. Und ich gehe fest davon aus, wenn ich zu ihm bitte, wird er
die Helfer für mich aktivieren, die gerade wichtig sind. Ich will damit nicht sagen, dass man auch die Helfer mal bitten kann. Nicht falsch verstehen. Ich spreche von der Balance, dass man doch überwiegend zu Gott beten sollte. Dass man ihn ruft, anruft. Und das ist mir so nahe gegangen, liebe Freunde. Ich habe einen Zeitzeugen kennengelernt. Ich habe ja glücklicherweise so viele Zeitzeugen kennengelernt in all den Jahren aufgrund meiner Filmarbeiten. Den Dokumentarfilm Das Phänomen Gröning und jetzt auch, wo ich wieder einen neuen Dokumentarfilm über Bruno Gröning drehe. Über 100. Und das ist so mein Schatz. Ich habe so vieles erfahren dürfen. Und es ist so, dass ein Zeitzeuge, der viele Jahre mit Bruno Gröning zusammen war, bei seiner letzten Begegnung mit ihm von ihm etwas gesagt bekommen hat. Er hat gesagt, Bruno Gröning, du kannst mich rufen, aber bitte nicht so oft. Auch das sollte man wissen, liebe Freunde. Bruno Gröning wollte ja auch keinen Dank. Auch das ist ja so entscheidend, so symbolisch für seine Demut, für seine Bescheidenheit, für sein Verhältnis zu Gott. Es gibt so viele Zitate, die das belegen. Auch hier möchte ich Ihnen einige wenige weitergeben. Wem die Hilfe zuteil geworden ist, der soll dem Herrgott dafür danken, nicht dem kleinen Gröning. Ich bin nichts, der Herrgott ist alles. Nicht ich will den Dank, nein, den habe ich auch nicht verdient. Ich tue genauso meine Pflicht, wie Sie die Ihre in Ihrem Beruf. Ich lehne jeden Dank ab. Der Dank gehört nicht mir, danken wir Gott dafür. Der Dank gehört nicht mir, der Dank gehört unserem Herrgott. Danken Sie bitte nicht einmal, danken Sie immer, Ihr ganzes Leben. Beweisen Sie es, dass Sie tatsächlich ein gut, gottgläubiger Mensch sind. Als ich noch im Bruno Gröning Freundeskreis war, da gibt es diese Schulungsbriefe und da ist mir auch damals aufgefallen, dass unter fast jedem Bericht stand, danke Bruno Gröning. Immer und immer wieder. Und dann bin ich zu meiner Ex-Schwiegermutter hingegangen und habe gesagt, schau, das kann doch nicht richtig sein, dass das immer und immer wieder so steht, wenn er sagt, danken Sie nicht mir, danken Sie dem Herrgott. An einer Stelle sagt er sogar, danken Sie nie mir. Naja, dann wurde nachher geschrieben unter den Berichten, danke lieber Gott und danke Bruno Gröning. Aber das Wichtigste ist letzten Endes, liebe Freunde, dass wir es nicht nur schreiben, sondern auch dementsprechend handeln. Liebe Freunde, wir müssen aufpassen, wie wir reden, was wir tun. Es hat ja auch eine Außenwirkung. Und da habe ich oft das Gefühl, dass viele Freunde so, leichtfertig damit umgehen, gar nicht darüber nachdenken, was welche Außenwirkung auch haben kann. Ich erinnere mich daran, ich war ja viele Jahre auch im Bruno Gröning Freundeskreis und da immer mehr Menschen gekommen sind, wurde immer mehr das Bild von Bruno Gröning vergrößert. Also es war nachher ein Riesenbild. Naja, und erst dachte ich auch, ja, ist ja schön, aber ich wurde immer nachdenklicher. Ich habe mir immer vorgestellt, irgendjemand, der Bruno Gröning noch nicht besonders gut kennt, kommt zu so einer Veranstaltung und sieht dann so ein Riesenbild von einem Kopf. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die dann sagen, das ist doch wohl ein Personenkult. Es hat eine Außenwirkung. Oder wenn jetzt Fotos davon gemacht werden von so einer Tagung und andere Menschen sehen das. Liebe Freunde, und ich glaube nicht, dass Bruno Gröning so etwas gewollt hätte. Davon bin ich fest überzeugt. Dafür war er viel zu demütig, viel zu bescheiden. Ein Zeitzeuge hat mir erst letztlich erzählt, dass sein Freund vor Bruno Gröning auf die Knie gegangen ist. Und Bruno Gröning war ungehalten.
hat direkt gesagt, stehen Sie auf, das will ich nicht. Er hat alles getan, dass so etwas nicht geschieht, dass Menschen, Außenstehende, von einem Personenkult sprechen können. Aber heute wird vieles in dieser Beziehung überhaupt nicht mehr beachtet. Liebe Freunde, wenn manchmal Bruno Gröning-Freunde bei uns zu Hause sind, also bei mir zu Hause, bei meiner lieben Frau und mir, dann sind sie, glaube ich, ab und zu überrascht, dass wir 2, 3 Bilder von Bruno Gröning stehen haben, kleine Bilder. Sie haben wahrscheinlich vermutet, wer weiß, was wir dort alles aufhängen und machen. Aber wissen Sie, es kommt nicht auf die Anzahl der Bilder an. Es kommt auf das Herz an. Es kommt darauf an, dass man das, was die Wahrheitsbringer, die Helfer sagen, dass man das umsetzt. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an, liebe Freunde, immer und immer wieder, dass Sie die Wahrheit gesagt haben und dass wir die Wahrheit umsetzen lernen. Und so fällt mir auch auf, im Internet gibt es ja mittlerweile Videos, man hat das Gefühl, jeder, der irgendwelche Fotos von Bruno Gröning hat, sie werden alle veröffentlicht. Und auch das, muss ich sagen, hat so seine Außenwirkung. Es gibt Menschen, denen ich von Bruno Gröning erzählt habe und die sagten, oh, das ist interessant, hört sich gut an. Und dann gehen sie ins Internet, schauen sich all diese Videos an oder einige davon und sagen mir, nee Thomas, lass mal, aber das ist ja doch ein Personenkult. Wieder haben die Menschen, die das tun, null darüber nachgedacht, was es für eine Außenwirkung haben könnte. Und liebe Freunde, wir haben da eine Verantwortung. Als ich noch im Bruno Gröning Freundeskreis war, habe ich oft gehört, ja, jetzt sind so und so viele 1000 Menschen da, so und so viel, so und so viel, so und so viel. Und ich habe damals schon immer gesagt, das interessiert mich nicht. Was mich interessiert ist, wie viele Menschen haben wir schon abgehalten von Bruno Gröning, letzten Endes von dem, was er gesagt hat, durch unsere Handlungsweisen. Das war für mich entscheidend. Es ist doch so schade, dass sich Menschen erst gar nicht mit Bruno Gröning beschäftigen, weil Freunde sicherlich im guten Sinn, gut gemeint, hat Bruno Gröning übrigens auch damals schon gesagt, gut gemeint, falsch getan, dann so etwas tun, aber die Außenwirkung dabei leider vergessen. Ich hätte übrigens auch die Möglichkeit gehabt, viele, viele Fotos von Bruno Gröning zu veröffentlichen. Dadurch, dass ich mit so vielen Zeitzeugen zusammengekommen bin, habe ich sehr viele Fotos auch geschenkt bekommen. Aber ich habe es nicht getan. Es wäre ein leichtes gewesen. Aber ich habe gesagt, nein, das ist nicht richtig. Da muss man aufpassen. Und das Schöne ist, dass ich auch weiß, dass Bruno Gröning den Zeitzeugen Dinge gesagt hat oder Zeitzeugen mit ihm Situationen erlebt haben, die es belegen, dass er vieles einfach nicht wollte. Manchmal fragt man sich, wäre doch schön, wenn man jemanden mal fragt, der so viele Zeitzeugen aufgenommen hat, wie hat Bruno Gröning dazu gestanden? Und Frau Häusler, meine Ex-Schwiegermutter, hat mir Folgendes erzählt, dass Bruno Gröning mal an einem Tisch saß und man hatte viele Fotos von ihm gemacht. Das ist ja damals wie heute auch, wenn jemand für die Öffentlichkeit interessant ist, werden halt viele Fotos gemacht. Und das war auch schon in den 50er Jahren so. Und dann lagen viele Fotos dort. Und Bruno Gröning hat sich auf diese Fotos konzentriert. Und hat dann gesagt, das und das Bild, die dürfen an die Öffentlichkeit. Alles andere ist privat. Also darf nicht an die Öffentlichkeit. Soll nicht an die Öffentlichkeit. Er hat also unterschieden, was gibt man heraus und was eben nicht. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, ich habe damals bei den Tagungen im Bruno Gröning Freundeskreis oft, damals war das so noch mit den Dias, so Dia-Vorträge vorbereitet. Und da waren halt im Archiv viele Fotos auch von Bruno Gröning und manchmal auch mit freiem Oberkörper und so weiter.
Und ich hatte irgendwann mal davon auch eins so genommen und und dann kam es zu einem Gespräch mit meiner Ex-Schwiegermutter und da bin ich ihr heute noch dankbar für, dass sie gesagt hat, Thomas, das ist privat. Das sollten wir nicht tun, ihn jetzt mit freiem Oberkörper da zu zeigen. Und ich finde es richtig so, liebe Freunde. Auch das wird heute nicht beachtet. Ich frage mich nur, bei den Menschen, die so etwas tun, möchten sie selber, dass irgendwann mal ihre Privatfotos überall veröffentlicht werden? Ich möchte das nicht. Ich möchte schon noch meine Privatsphäre haben. Ich habe das Gefühl, man achtet nicht die Privatsphäre von Bruno Gröning, weder in den 50er Jahren noch heute. Und es macht mich betroffen, liebe Freunde. Es gibt auch im Internet so Bilder von Bruno Gröning, die werden dann bearbeitet. Da sieht man dann so aus seinem Herzchakra so Strahlen herauskommen. Oder am Kopf ist alles dann so hell gemacht worden. Das ist ja in der heutigen Zeit, im digitalen Zeitalter, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Auch hier sage ich wieder, wie ist die Außenwirkung? Werden Menschen nicht denken, das ist ein Personenkult? Und dann habe ich wieder das Glück, dass ich weiß, dass damals eine Zeitung zu Lebzeiten Bruno Grönings das bearbeitet hatten, was damals sicherlich viel schwerer war, wie so ein Heiligenschein um ihn herum. Und Bruno Gröning war total dagegen, dass Menschen so etwas tun. Heute wird es halt einfach wieder so gemacht. Wie gesagt, ich glaube, wir sollten viel mehr Respekt vor der Privatperson Bruno Gröning auch haben und viel mehr darüber nachdenken, wie ist die Außenwirkung. Dass die Menschen merken, dass Bruno Gröning sich nie über Gott gestellt hat. Und darum sollten wir auch alles tun, das auch wiederzuspiegeln, weil es sein Wille war. Ich sehe auch oft Bilder, wo Bruno Gröning dann verglichen wird mit anderen Persönlichkeiten aus vorherigen Leben und so plakativ immer wieder gesagt werden soll damit, verstehst du jetzt, wer er gewesen sein könnte und so weiter. Was soll das, liebe Freunde? Er hat es nicht getan. Warum tut der Mensch der heutigen Zeit das? Man muss einfach doch respektieren, wie jemand war und ihn nicht auf einen Thron heben. Und noch einmal, es passiert dann das, was er nie wollte. Dass Menschen halt irgendwann sagen, ach, hört mir auf mit Gröning. Ist doch alles ein Personenkult. Die haben oder so ein Fangemeinde oder was auch immer. Wie gesagt, liebe Freunde, ich glaube, da ist etwas aus der Balance geraten. Und ich stehe dafür ein und unser Verein steht dafür ein, dass Gott doch für uns alles sein sollte. Dass wir in erster Linie von Gott sprechen, dass wir in erster Linie sagen, er hat uns geholfen. Er ist unser Vater. Er ist unser Schöpfer. Er reicht uns die Hand. Er ist es. Ich habe in meinem Leben einige sehr markante Erlebnisse gehabt, von denen ich nie jemand erzählen werde. Aber eines kann ich sagen. Ich verstehe heute, warum man sagt, dass man Ehrfurcht vor Gott haben sollte. Diese Größe, diese Kraft, diese Allmacht, da ist ein Erdbeben, da ist ein Vulkanausbruch, nichts dagegen, liebe Freunde. Er ist wirklich alles. Er ist, der er ist. Und das sollten wir nie vergessen. Und darum nochmal, darum habe ich diesen Vortrag gehalten, liebe Freunde, nicht den Helfer über Gott stellen. Dass wir Gott in den Mittelpunkt holen und dort auch lassen. Denn aller Dank,
aller Lob gebührt ihm. Und wir es dadurch auch Menschen leichter machen. Die Lehre Bruno Grönings, und darauf kommt es an, auf die Worte anzunehmen. Ich sage nochmal, wir haben eine große Verantwortung, wie wir etwas weitergeben. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen inspirieren, dass wir nochmal nachdenklich werden, wie man das in Zukunft macht. Noch einmal, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr für Bruno Gröning, vor allem für das bin, was er uns gesagt hat. Aber über allem ist und bleibt Gott. Und ich wünsche Ihnen, uns allen, Gottes reichen Segen. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist alles in allem. Er ist Gott. Und ich wünsche uns, dass wir ihn in unserem Leben so integrieren, dass auch Menschen, die nichts von Bruno Gröning wissen, dass sie sagen, das beeindruckt mich, wie ihr mit Gott lebt. Bodenständig, nach Wahrheit strebend, nur nicht irgendwie mit verklärten Augen, so schlicht und einfach. Dann wird das geschehen, was mir schon oft passiert ist in meinem Leben, dass mich Menschen angesprochen haben, gesagt haben oder gefragt haben, wie bist du dazu gekommen? Und dann habe ich von Bruno Gröning auch erzählt. Aber immer wieder gesagt, das ist mein Weg, das muss nicht dein Weg sein oder ihr Weg sein. Aber ich bin dadurch inspiriert worden, Gott jeden Tag aufs Neue zu danken, Gott jeden Tag aufs Neue zu bitten. In diesem Sinne alles Liebe, alles Gute. Glauben Sie nur, dass ich weiter nichts als nur Ihr Helfer bin. Glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich weiter nichts als nur ein Diener Gottes bin, was auch Sie sein können, wenn Sie es nur wollen, wenn Sie es nur tun. Und glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich doch weiter nichts als nur ein Werkzeug Gottes bin, was auch Sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, woran Sie nur noch nicht glauben können. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen in Ihrem weiteren Leben. Nun, liebe Freunde, liebet das Leben. Gott ist überall.